Wir sind startklar, die Leinen werden gelöst. Und ich habe mich schon gewundert, wofür ist der Teppich eigentlich? Aber der schützt bei Starkregen die Bordwand davor, dass da Steine dran spritzen. Das hatten wir gestern in Schwarzlois erlebt und das war nicht schön. Aber mit so einem Teppich wird das verhindert. Wir haben uns aus der Ecke rausgewurschtelt. Wir machen jetzt hier eine Drehung. Das Fahrwasser ist zum Glück breit genug, dass wir hier locker drehen können. Heute haben wir mal bei den dicken Pötten liegen dürfen. Und jetzt haben wir die Drehung beendet und es geht raus aus Elburg. Bei herrlichem Sonnenschein geht es jetzt weiter, natürlich noch nicht in den Heimathafen. Ja, zum Urlaubsende hin wird das Wetter wieder besser. Morgen soll es 25 Grad werden. Naja, aber wir haben das Beste draus gemacht. Und schon sind wir raus. Jetzt geht es direkt durch nach Bremer Berg. Dort haben wir einen Platz reserviert, fahren an so unserem Heimathafen vorbei und haben dort heute Abend noch eine Feier. Und dann fahren wir morgen ganz entspannt nach der Kling zurück und dann geht es auch schon nach Hause. Der Urlaub ist vorbei. Jetzt kommt die Elburgbrücke, durch die wir hier durchfahren können. Wir haben das Glück, dass wir nicht warten müssen, dass wir halt so durchkommen. Und das Boot traut sich wahrscheinlich nicht oder er müsste seinen Mast klappen. Nach der ersten kühlen Nacht seit langem haben wir heute Traumwetter. Ja, hier fahren wir am Europark, Camping vorbei mit Hafen. Auch sehr viel wird hier für Kinder gemacht. Also wer mit Kindern Urlaub machen will, der sollte auch diesen Hafen mal anlaufen. Na, langsam wird's hier was mit unserem neuen Restaurant. Das sieht aber nicht schön aus, so eine Betonwand hier. Unser neues. Und nochmal. Bis heute Abend! Bis heute Abend! Premiere, eine der seltenen Tage. Wir fahren an unserem Heimathafen vorbei. Ja, eigentlich fahren wir immer rein, aber heute mal nicht. Heute fahren wir weiter, weil wir wollen ja nach Bremer Berg. Nach einem anstrengenden Angeltag liegt man dann da rum. Auf dem Wohnmobilplatz hier stehen öfters mal Freunde von uns. Auch da gibt es anständige Sanitäranlagen. Jetzt sind wir gleich am Aquazentrum Bremer Berg. Das ist ein Yachthafen und ein Campingplatz. Und davor gibt es noch so einen Surfcamp. Und da kann man hier sehr schön surfen lernen, weil außerhalb der Fahrrinne ist es nur knietief. Das heißt, man kann immer leicht wieder aus Bord steigen. Das macht das für Anfänger doch sehr einfach. Wer also surfen lernen will, der ist hier richtig. Jürgen hat auch mal eine Zeit lang von einem Platz hier vorne an der Kade geträumt. Aber ich glaube, die werden vererbt. Auch der Hafen bietet einiges für Kinder. Neben Restaurant auch ein Spielplatz, Slipstelle für Boote. Hier fährt auch eine Fähre ab auf die andere Seite. Für Fahrradfahrer auch interessant. Hier vorne darfst du nicht, wo die Absaugstation ist. Ne? Du darfst nur da und daneben, Peter, Claudia und Frank daneben. Meinst du, ich brauche hier eine Leiter? Es könnte sein, dass die Leiter passt, ja. Soll ich schon mal dran machen? Ja. Ich muss nur gucken, dass es auch tatsächlich passt. Sonst müssen Sie schnell hochnehmen. Hier neben dran, ja. Die Leiter passt. Mach erst mal vorne, Jürgen, damit ich runterkomme. Notfalls ziehen wir uns hinter. Pass auf, der hat eine Dame dran. Am Restaurant vorbei ist man hier auch gleich im Hafenkontor. Da ist noch eine Selbstbedienungs-Snack-Ecke. Und hier geht es dann auch. Hallo. Und zum Anmelden.
und haben uns vorne an den Kopfsteiger gelegt. Oh, ist das den am Stoffel? Ja, Ja. genau. Ja. Zwei sind schon da und der andere kommt gleich noch. Okay. Ja, verspätetes Frühstück im Dockyard. Und heute Abend gibt es hier nochmal großes Essen. Wir haben uns jetzt hier so hingelegt, aber liegen falsch. Der Passantensteiger ist doch woanders, wo er hin soll. Haben wir schon inspiziert, ist total frei und da fahren wir jetzt hin. So, wir haben jetzt umgelegt und liegen jetzt auf Steiger D, ganz vorne. Und Frank wollte lieber am Ende liegen und liegt jetzt auf der rechten Seite ganz hinten. Wir warten jetzt noch auf Peter. 4 Ampere ist nicht viel, beim Reinstecken ist leider die Sicherung rausgeknallt, aber zum Glück kann man die hier wieder reinmachen, sonst gäbe es keinen Strom. Ja, seid angekommen. Da liegt ein Balken. Wer hier rein? Ja. Zwei Duschen. Ja. Gute Trennwand, werden die Klamotten nicht nass. Eine Temperatur, aber hier ist irgendein Sensor. Kann ich nicht betätigen. Ja, da muss er sich anscheinend beim Hafenmeister irgendwas holen, um hier zu duschen. Ist mir zu kompliziert, habe ich keine Lust drauf. Vom Restaurant aus hat man hinten natürlich den normalen Yachthafen und hier vorne auch nochmal viele Stege, wo Boote liegen. Hier liegt man auch sehr schön. Die Truppe macht sich langsam auf den Weg zum Geburtstag von Gerd. Hier vorne ist auch ein Winkel. Das Restaurant ist unterteilt in so ein Selbstbedienungsrestaurant, wo man noch Frikandel mit Pommes kriegt, oder eben auch ein richtiges Restaurant. Da kann man sich auch eine Kleinigkeit mit aufs Boot nehmen. Man kriegt hier morgens auch Brötchen, muss die allerdings am Tag vorher vorbestellen. Hier kann man mit der App die Brötchen bestellen für nächsten Morgen bis 21 Uhr. Das ist eine tolle Sache. Hier ist noch so ein kleiner Mini-Supermarkt für das Nötigste, was man so gebrauchen kann. Mit Wasser, Käse, Wurst, Wein. Hier im Lokal ist auch so ein kleiner Spielbereich, wo die kleinen Kinder spielen können. Das ist schon ganz hübsch gemacht. Leider haben wir hier am Toilettenbereich den Tisch bekommen, weil noch zusätzlich eine Veranstaltung reingenommen wurde, die halt da hinten stattfinden soll. Hurra, 60. Leben beginnt mit 60, okay? Da muss man den Katzentisch halt mal hier im Toilettenbereich in Kauf nehmen. Jetzt wird erstmal schon die Bestellung aufgegeben für das leckere Essen. Jeder hat wieder extra Wünsche. Der eine will die Soße, der andere will die Soße, der andere Medium Rare, wie das halt so ist. Und hier gibt es einen Pinot Grigio mit einem kleinen Baubi drauf. Und der ist aber nett. Schmeckt auch gut. Wir haben ja schön gelegen, aber ist so ein bisschen schon in die Jahre gekommen. Hier müsste gerade am Strom was getan werden. Mit 4 Ampere kommt man wirklich nicht weit. Da fliegt einem schon gleich die Sicherung raus, wenn man das Ding nur einsteckt. Und wir fahren jetzt weiter nach der Klink. Es ist ganz schön windig und uns drückt der Wind auf den Steg. Wird also etwas schwieriger loszukommen. Peter macht hinten los und gibt mir einfach die Leine hier rein. So, okay. Der Wind drückt uns stark auf den Steg und deshalb machen wir jetzt mal ein spezielles Ablegemanöver. Dafür habe ich vorne noch einen extra Fender gemacht, damit der im Bogen auch liegt, am Bug, und wir uns nicht beschädigen. Ich gehe vorne mit Bugstrahl und linke Maschine rückwärts, dann werden wir automatisch vom Steg gedrückt. So, okay, geht los! So, rechte Maschine vorwärts, drehen wir noch mehr. Wir müssen an dem Segler vorbei hinten, aber gar kein Problem.
mit 2 Maschinen ist so ein Manöver überhaupt kein Problem. Und Bugstrahl natürlich. Bei so großen Schiffen gehört Bugstrahl ja einfach dazu. Du bist ein Meister im Rückwärtsfahren. Ja, wir müssen immer ein bisschen mit der Maschine gegenhalten, gegen den Wind. Dazu nehme ich natürlich die linke Maschine, die uns gegen den Wind drückt. Und wenn wir raus sind, rechte Maschine rückwärts. Und dann gehen wir auch schon rum. Und jetzt kann ich die rechte Maschine vorwärts dazu tun. Und jetzt drehen wir quasi auf der Stelle. Und dann die rechte Maschine dazu. Und alles ist gut. Und wir sind raus. Das Gerappel im Leerlauf ist schon ziemlich nervend. Deshalb fahre ich oft nur mit einer Maschine, ein bisschen mehr Gas, so wie jetzt. Und dann ist das Gerappel weg. Und jetzt geht's raus. Wir haben ja nur ein kurzes Stück bis zu unserem Heimathafen. Der Wind hat schon ordentlich aufgefrischt. Und ideales Surferwetter heute hier. Aber doch wenig los, muss ich sagen. Aber bei dem Wind sollte man schon ein bisschen was können. Marina bereitet gerade das Boot vor. Wir haben ja unser Hafen-Setup. Das heißt, die Leinen, die wir zum Fahren benutzen, die haben wir nicht im Hafen, damit die nicht immer vor sich hingammeln. Und die Leinen im Hafen liegen schon, die müssen wir einfach nur dran machen und dann haben wir auch sofort unsere Liegeposition. Beachte den Wind, ne? Lässt den Kleinen noch vorbei? Die Kleinen lasse ich noch vorbei, ja. Jürgen lässt den Kleinen noch vorbei. Und heute müssen wir auf den Wind achten. Und schwuppsdiwupp, und schon sind wir wieder in unserem Heimathafen. Was wir im Ablegen Gegenwind hatten, kommt er uns heute zugute. Bei viel Wind darf man aber auch keine zu zaghaften Manöver machen. Denn wenn der Wind einen erstmal wegtreibt, ist es zu spät. Also man muss schon wissen, was man tut und das dann auch zügig und sicher durchführen. Wieder die vordere Leine, ne? Ich nehme vorne die Leine an, die der Frank mir direkt gibt. Ja, wir haben noch in Ruhe gequatscht. Ja, ja, kommt jetzt. Wenn die Leine fest ist, kommt alles. Ja, da brauche ich noch nicht mal das Heckscharruder. Wenn die vordere Leine fest ist, läuft alles. War richtig starker Wind nochmal angelegt, aber hat gut geklappt. Frank und Claudia waren da. Jetzt liegen wir hier wieder fest an unserem alten Liegeplatz und Instrumente alles aus, alles fertig. Die erste Woche waren wir in England, haben wir eine Brom gekauft für Peter und zweite Woche haben wir noch mal kurz einen Abstecher nach Friesland gemacht. Das war es jetzt für dieses Jahr und jetzt geht es eigentlich nur noch mal ins Winterlager im Oktober. Aber vorher gehen wir noch auf die AIDA. Peter und Petra kommen auch rein. Auch da sind heute nette Helfer schon an Bord und am Land top. Im Yachthafen Bremerberg, da kann man auch ganz gut liegen. Schönes Restaurant. Die Steganlage könnte ein bisschen modernisiert werden. Vor allen Dingen die 4 Ampere Strom gehen eigentlich gar nicht. Da muss also dringend was getan werden. Entspricht nicht mehr heutigen Maßstäben. Bei uns fliegt sofort die Sicherung raus, wenn wir uns da einstecken. Und man kann praktisch gar nichts richtig benutzen. Selbst beim Toaster geht schon die Sicherung raus. Das ist nicht schön. Aber ansonsten gefällt es uns da sehr gut. Auch für Familie mit Kindern ist es da optimal. Und von dort kann man auch gut mit dem Fahrrad fahren. Am Veluwemeer lang. Ein schöner Hafen. Heute sind wir in unserem Heimathafen angekommen. Leider sind unsere 14 Tage Urlaub schon wieder vorbei. Aber wir hatten einen wunderbaren Urlaubsturn und hatten sehr schönes Wetter. Insbesondere ganz wenig Regen. Heute ist es ein bisschen windig, aber das hat beim Anlegen nichts ausgemacht, weil wir schön auf den Steg getrieben worden sind. Schade, dass es jetzt wieder vorbei ist, aber jetzt müssen wir leider wieder dann nach Deutschland und dann wieder zur Arbeit. Alles Gute, bis bald mal.